Da siehst du so richtig hier dieser Dreck da, den wir da unten am Kinn haben. Also am Kinn. Am Kiefer haben. Das scheint diese Krankheit zu sein. Hier oben eigentlich noch was? Da haben wir nur den Doktor. Ah, wir müssen hier weiter runter, ich weiß. Da leuchtet noch was. Ah, gegen die müssen wir bestimmt schon wieder kämpfen, oder? Die sehen nicht freundlich aus. Sag ich doch. Und... Au. Toll, jetzt hat mich das Magiepunkte gekostet. Nicht genug Adrenalin. Jetzt müssen wir ein bisschen Gas geben. Da kann ich nicht noch länger ausprobieren. Dankeschön, Kurt. Diesmal hast du mir geholfen. Sagen wir sind wieder quitt. So, wir nehmen alles. Da leuchtet was. Wunderbar. Was haben wir hier dran? Alles zugenagelt. Wir regenerieren kein Stück, so wie das aussieht, ne? Das ist die Stasis. Okay, den können wir gegen einen starken Gegner benutzen. Licht. Okay, praktisch. Heiltrank. Ich kann aber nichts machen, um mich jetzt so langsam hochzuheilen, ne? So irgendwie hinsetzen oder sowas. Naja gut, einen Heiltrank müssen wir jetzt nehmen, da komme ich nicht drum herum. So, dankeschön. Wir finden die auch öfters, so ist es ja noch nicht, ne? So, dann gehen wir hier rüber. Und dann da hinten aber hoch. Dann können wir was einsammeln. Herausgerissene Tagebuchseite. Meine Schmerzen werden schlimmer. Meine Eingeweide brennen. Es wird immer schwieriger für mich, den Laden zu führen. Manchen Abenden kann ich meine Beine nicht mehr spüren. Es ist, als wären sie zu Eis geworden. Es besteht kein Zweifel mehr. Der Malikor hat mich erwischt. Wie so viele andere auch. Heute hatte ich so wenig Kraft, dass ich nicht einmal die Straße überqueren konnte, um zu meinem Laden zu gelangen. Aber er braucht schon noch Bücher, wenn ohnehin alle sterben. Ich kann mich nur noch in die kleine Apotheke schleppen, die sie hinter der Kaserne errichtet haben, und hoffen, dass sie mein Leiden dort lindern können. Schade, schade. Also scheint eine sehr schwierige Krankheit zu sein, die hier durchgeht. Da wollte ich nicht her. Ich wollte erstmal zurück. Was guckt ihr beide so komisch? Ja, genau, sind wir. Hier ist nix, gar nichts. Da liegt nur ein Toter rum. Hier hoch wollte ich auf jeden Fall. Müssen wir nicht kämpfen. Das ist mal gut. Oh, hello, Your Excellency. It is an honor. Jo, jo. Hier waren wir schon, ne? Ja,
Genau, das war jetzt der andere Weg einfach nur. Also haben wir nichts verpasst, da war leider gar nichts mehr. Wären nur hier dem Kampf aus dem Weg gegangen. Also gut, dass wir den geführt haben. Wenn wir da jetzt wieder hochgehen würden, kämen wir hier hinten runter. Das ist auch eine Hauptquest, genauso wie das hier. Es ist also egal, da müssen wir so oder so mal her. Wir gehen aber jetzt erstmal hier runter. Zu dem ersten Botschafter. Gepackt die Waffen wieder weg. Dass ich immer aus Versehen die Maustaste drücken muss. War da was? Ne. Das war nur ein Lichtstrahl oder so. Platz des Prinzen. Das sieht schon ganz gut aus, nicht wahr? So, wohin müssen wir denn? Da hoch. Have a nice day, Sire. Ja, danke schön. Wir gehen jetzt erstmal hier hoch. Machen wir das so. Sire, I'm Sire. afraid that I won't make for good company. Ja, was haben wir denn hier? Die zwei warten auf Tee. Greetings. I hope your day will be better than mine. Ja, so wie du aussiehst, wird das wohl so sein. Botschafter Sahi. Your Excellency, Lord de Sade, I have been told that you were named Legate. Congratulations. Those are great responsibilities for someone as young as yourself. But you will bring honor upon your family and the congregation. Of that I'm certain. I thank you, Excellency. I've come here to inform you of our departure for Tirfredi. My cousin Constantine is about to take up office as governor of New Serene, and I'm accompanying him. I had no idea you would be leaving so quickly. What a shame. I had thought... Well, then, that is a pity. Have a pleasant voyage. A brilliant future awaits you. They say that it is a marvelous island. Please convey to your cousin my congratulations and sincere wishes for success. You seem slightly hesitant. Please, tell me what troubles you. A rather unscrupulous individual has been sowing trouble in Serene. A charlatan passing himself off as an alchemist. Do people actually give credence to these lies? Alas, yes. They snatch up his celebrated panacea. Remedies worse than the ill, believe me. As you can well imagine, alchemists are our pride. This vulgar trickster casts dirt upon their reputation and our own at the same time. In any city of the Bridge Alliance, we would have arrested him. But here, we respect your laws. I shall see what I can do, but make no promises. My departure is imminent. I thank you, Excellency. And I am pleased to see you have taken so well to your new functions of diplomacy. The man operates in the city center. He is said to be clever and mean. Be careful. Ah, das gucken wir uns mal an. Es gibt also einen Quacksalber. Oh, wir können hier noch ein paar Sachen erfahren. Der hat die Brückenallianz erwähnt, die scheinbar sehr groß ist, aber sie respektieren unsere Herrschaft hier, unsere Regeln. Would you be so kind as to tell me what you know about the Bridge Alliance? With pleasure. A legate needs to know the history and strengths of his allies. The alliance was sealed by several nations of the Bridge around 200 years ago. The greatest of our cities, Al-Sad, became the capital, and a council formed from the different nations now rules. This union was originally put into place to better resist the appetites for conquering our neighbors. But our ancestors quickly realized that the union had also strengthened us economically and culturally. And of course, exchanges in knowledge were strongly encouraged from the outset. Today, it is by no means an overstatement to claim that the Bridge Alliance leads our world in science and exploration. Each day, we push the limits of our understanding further in each and every domain. Okay,
ihre Beziehung zur Händlerkongregation. Could you give me your understanding of the relations between the congregation and the bridge? Our relations hang essentially on the quality of our trade and commerce. The exchanges are very profitable, especially on the cultural front. I will not hide from you that we have hoped you would join our number for quite some time. But your princes insist on maintaining a neutral stance between the congregation and the other nations on the continent. It is by all means a respectable position, even if it means you also trade with our enemies. Okay. The Bridge Alliance has been on Tearfredi for much longer than we have. What can you tell me? It is true that we founded Hikmet, our newest city, around 15 years ago now. Alas, I haven't been able to go there myself. I can only tell you what others have reported to me. It is a luxurious island. An enormous dead volcano thrones in its center. The vegetation is extremely varied, and the fauna wondrous. We discovered animals that we had never ever seen before. Some are bigger than houses. But they're not the only occupants of the island. A savage and crude people also live there, who speak an incomprehensible language. But you shall discover all of this for yourself soon enough. So, wie sind denn die Beziehungen zu Theleme? And what of your war with Theleme? It has been dragging on. In fact, it has been dragging on for years. It is madness. If those bigots hadn't gotten it in their heads to convert the entire continent, we wouldn't be in this situation. But that's the way of the world. We shall not waver, whether here or on Tearfredi. Have you been fighting battles there as well? From what I've been told, Theleme has wisely and tastefully built their colony far from our city. Direct conflicts are in fact quite rare. But one day they will inevitably take place. Alles klar. Dann wissen wir erstmal genug. Goodbye, Excellency. Goodbye, Lord de Sade. Alles klar, das ist also der von der Brückenallianz. Gehen erstmal raus. Und der andere ist sehr wahrscheinlich von Theleme. Und der hat uns jetzt auf jeden Fall einen Auftrag gegeben. Gucken wir uns auf jeden Fall nochmal an. Wir gucken uns jetzt den Botschafter von Theleme direkt an. Und dann schauen wir uns mal die Nebenquests an. Bevor wir das mal gucken, uns hier noch an der Ecke um. Bis hierhin zu der Brücke, würde ich sagen. Oder sollen wir uns direkt hier hinten auch schon umgucken? Wir gucken uns direkt hier unten auch um, machen diese Nebenquests für diese Groschentypen, zu denen der Kurt gehört. Schade, da ist gar nichts. Ich gehe mal kurz hierher, einfach um zu gucken, ist da noch was? Platz des Prinzen. May the disease never afflict you, Your Excellency. Dankeschön. Greetings, Your Excellency. Guck mal, da leuchtet was. Noch mehr Goldmünzen. Wir werden noch richtig reich hier. Da leuchtet schon wieder was. Oh, nehmen wir alles. Nehmen wir alles. The merchant is there. Hat er was gesagt gerade? Falls ja, will ich es gleich erst wissen. Sind wir schon bei dem? Tatsächlich. Ja komm, dann machen wir jetzt auch, wenn wir schon hier sind. I believe I've seen you at the palace. Are you one Was of ist the das hier? prince's I wish you a good day, Your Excellency.
Ach ja, der hat gesagt, die Fanatiker von Teleme. Das ist so eine Art Religionsstaat oder sowas bestimmt. Eine Theokratie oder so. Gehen wir mal rein. Boah, genau. Knall die Tür auf. Ah, hier ist genauso viel los. Sorry. Oh, hello, Your Excellency. It is an honor. Good day, Excellency. Sir de Sade, to what do I owe the pleasure? I have come to inform you that my cousin Constantine and I are departing for Tirfredi on the hour. Ah, yes. I did indeed hear talk that you had both received callings of greater stature. Allow me to congratulate you. Were you not named legate of the congregation? You are correct, Excellency. I thank you. It is a station of great honor that I am sure you will fill with brio and panache. The Mother Cardinal Cornelia will be enchanted to work with you, and your cousin in the future. I only regret that your departure is so sudden. Really? To be entirely honest with you, I was hoping to solicit your help in a rather delicate matter. Tell me more about it. And perhaps I can take care of your problem before my departure. Very well. A small group of dangerous heretics has found refuge in Serene. We know that your uncle tolerates the presence of all pagans within the city walls. But these particular non-believers threaten the fragile harmony of this place. We would consider it a tremendous favor if you would arrest them and deliver them to our guard. Heresy is not a crime in Serene. You do know that. But I'm sure my uncle would hear your arguments. Why call on my intervention? The prince would indeed give us his blessing, but it would take time. Far too much time. For according to our sources, these fugitives have already made contact with a smuggler to take them who knows where. I see. You're hoping that I'll be able to do something before they make it to an enemy city. If your heretics are planning on boarding a ship, then they must be in the dockyards. I'll look into this and see what I can do. Okay, der gibt uns einen Auftrag, der ist schon ein bisschen spezieller. Wir fragen auch ihn mal ein paar Sachen nach. Er soll uns mal was über Teleme erzählen. Could you tell me anything about Teleme? It would be a pleasure. As you already know, our glorious nation is guided by our faith. We follow the teachings of Matthias, our founder and greatest prophet, and give thanks each day to the Luminous for having gifted us magic. The high dignitaries of Teleme are at the same time our spiritual guides, advocates, and grand mages. I've heard say that dissensions have appeared recently in your nation. Ah, you must certainly be speaking about the debates that have divided the Ordo Luminous and the more political orders. The Lord Luminous has an extremely pure vision of our faith and applies the words of our saint very strictly. But other, more open-minded factions exist within our nation. They believe that a less rigid dialectic would attract souls more readily to our faith. But their differences are purely theoretical, and do not threaten the cohesion of our nation, I assure you. What's your point of view on the relations between our two nations? As ambassador of Teleme, I can only rejoice at the mention of our commercial treaties. We appreciate as well the welcome that your uncle gave to our missionaries. Thanks to your support, more and more believers wander your lands. The congregation is our most precious ally. To be perfectly honest, we have only two complaints. That heresy is tolerated, and that your treaties with the Bridge Alliance are maintained. Ja, das war auch schon der Knackpunkt von den anderen. Fragen wir mal über Tirfredi. How is Teleme faring on Tirfredi? Tirfredi. We built a marvelous city, San Matthias,
on the western coast of the island. Did you know that certain historians believe that it might well have been the final resting place of our prophet? Our missionaries there are a multitude. Not a day passes without new islanders joining our sacred faith. Of course, there are certain pockets of resistance. There is talk of a demonic cult, disgusting creatures. But I am confident that the Ordo Luminous will be able to put an end to these horrors. And we have tremendous hopes that the entire native population will join our ranks. How goes the conflict with the Bridge Alliance? Your territory is, alas, the only one that has been spared from the ravages of war on the continent. We fight on every front. Without great success, one must say. But what other choice do we have? These so-called savants not only refuse the light, but are determined in their fight against it. And on Tirfredi? To my knowledge, no one has yet seen any serious fighting. The Bridge have succeeded in provoking the natives there, and have their hands full keeping them at bay. Which leaves us greater latitude to settle peacefully and pursue our mission of conversion. Okay, interessant. I must be wie dir? going. Farewell, Excellency. May the light guide you, Desade. Also ich würde beiden keinen Meter weit vertrauen. Das muss man erstmal dazu sagen. Aber interessant. Die Brückenallianz hat es geschafft, die Eingeborenen direkt schon zu verschrecken. Während die da eher friedlich rumlaufen können. Das spricht, wenn das stimmt, ja eigentlich nur erstmal für die. Was haben wir hier? Da scheint nichts Besonderes zu sein. Genau deswegen gucken wir da mal nach. Ja, oh. Perfekt. Hat sich gelohnt. Ich guck mal ganz kurz nach. Da gibt es ein paar Sachen, die haben sich scheinbar gelohnt. Erkunderhut. Schön. Den rüsten wir aus. Novizenring. Wow. Aber Einhand-Klingenwaffe ist nichts für uns. Deswegen bleibt es bei dem Teil. Ich glaube, die Sachen habe ich, weil ich mir damals die Vorbesteller-Edition oder sowas geholt habe. Nee, ich wollte die schon anziehen. Da ist nix. Hals, nix. Schusswaffe. Fähigkeit benötigt. Haben wir nicht. Haben wir nicht. Haben wir nicht. Okay, was ist hier das? Da können wir uns einfach nur die Sachen angucken. Können wir den Kucht eigentlich auch ausrüsten? Ja. Okay. Dann kriegst du den hier. Sag ich das? Ja, das sieht auch mal gleich aus, ne? Ja, kriegst einfach den hier. Du behältst das. Das ist besser. Ja, leichter und mehr Qualität. Das hat aber mehr Rüstung. Ja, komm, dann behältst du das hier. Und behältst du auch. Und hier? Nicht? Na gut, dann behältst du das auch.